Die Schweiz ist bekanntlich das Wasserschloss Europas. Auch wenn die Schweiz keinen Zugang zum Meer hat, finden sich an den zahlreichen Seen jede Menge schöne Strände und Badezugänge. Für das folgende Video habe ich euch die schönsten Sandstrände der Schweiz rausgesucht. Nach einem kurzen Intro geht's auch gleich los. Alle weiterführenden Links zu den Stränden findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Machen wir es etwas spannender und fangen in der Westschweiz an. Sandstrand von La Neuveville. Idyllisch am Bieler See gelegen und mit Blick auf die bekannte St. Peter-Insel lässt es sich hier gut aushalten. Dieser Strand ist Teil eines Campingplatzes, ist aber auch für Nichtcamper zugänglich. Wer für einen Tagesausflug hier ist, sollte auch die schmucke kleine Altstadt von La Neuveville besuchen. Diese ist nur ein Katzensprung vom Strand entfernt. Strandbad Biel. Ebenfalls am Bieler See gelegen lockt das Strandbad von Biel mit noch mehr Action. Neben einem Sandstrand sorgen ein Sprungturm, ein Spielplatz und ein kleiner Wasserpark für noch mehr Abwechslung. Ein kleines Paradies für Wasserratten. Das Strandbad liegt nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Biel entfernt. Eau Vive Strand. Sogar ein wenig Copacabana gibt es in der Schweiz. In Genf lockt ein 400 Meter langer Stadtstrand mit Blick auf den bekannten Jet d'Eau. Dank der zentralen Lage ist der Strand gut zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Genfer entspannen hier gern an einem heißen Sommertag und kühlen sich mit einem Sprung in den Genfer See ab. Strand von Préverange. Ebenfalls am Genfer See in der Nähe von Lausanne befindet sich ein flach abfallender Sandstrand. Die ersten 50 Meter am Strand von Préverange sind nicht tief und deshalb ideal für Familien mit Kindern. Hier findet sich alles, was für einen gelungenen Strandtag braucht. Duschen, Toiletten, Umkleidekabinen, Grillplätze, ein Restaurant, Imbissstand und Bootsverleih. Kletterons Strand. Urlaubsfeeling am Neuenburger See im Kanton Fribourg. Hier könnte man schon fast meinen, dass man am Meer ist. Feiner weißer Sand, türkisfarbenes Wasser, flach abfallender Strand und eine leichte Brise. Dank der geringen Strömung des Neuenburger Sees ist dieses Badeparadies auch für Kinder geeignet. Nachteil: keine Schattenplätze und wenig Infrastruktur. WCs, Duschen und Umkleidekabinen sind aber vorhanden. Strände von Ivenot. Viele kleine Strände, natürliche Buchten und flach abfallende Strände mit feinem Sand. Dies machen die Sandstrände von Ivenot am Neuenburger See aus. Die Strände liegen mitten im Grün und sind in nur wenigen Gehminuten vom Bahnhof Ivenot aus entfernt. Wem das zu ruhig ist, entscheidet sich für einen der beiden größeren Strände, Plage de B oder dem Strand beim Campingplatz VD8. Hier gibt es reichlich Unterhaltungsmöglichkeiten und Grillplätze. Salavo Strand. Nicht unbedingt der allerschönste Strand der Schweiz, aber sicher der längste natürliche. Der Strand erstreckt sich am Mortensee von Salavo bis Avanches und ist über 1 Kilometer lang. Damit ist er sogar der längste natürliche Sandstrand Europas, der an einem Süßwasser gelegen ist. Der Strand ist sehr leicht abfallend, so dass man sehr weit ins Wasser hineinlaufen und stehen kann. Lido Bad Luzern. 300 Meter gepflegter Sandstrand und ein traumhafter Blick auf die Schweizer Alpen. Der Eintritt ist zwar nicht ganz günstig, dafür gibt es dann aber auch ein beheiztes Schwimmbecken mit Sprungturm. Wem der Vierwaldstätter See zu kalt ist, kann dann hier ausgiebig planschen. Reichlich Schattenplätze und eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur runden das Angebot ab. Badeinseln Loreley im Reussdelta. Aufgeschüttet mit 3,3 Millionen Tonnen Gestein aus dem Gotthardtunnel ist die kleine Inselgruppe eine ganz besondere Attraktion. Besonders an heißen Sommertagen kann auf den Loreley Badeinseln echtes Südsee-Feeling aufkommen. Der Weg dorthin ist aber nicht ganz einfach und die Badeinseln sind nur schwimmend erreichbar. Ganz wichtig hierbei, bitte nur die Loreley-Inseln und die gekennzeichneten Badeplätze benutzen. Im Urner-Reuss-Delta befinden sich nämlich auch ein wichtiges Naturschutzgebiet und nur mit dem nötigen Respekt kann hier ein Nebeneinander von Naturschutz und Freizeitspaß funktionieren. Strandbad Mythenkee. Bei manchen auch die Perle von Zürich genannt. 250 Meter lang ist der Strand des Strandbads am Zürichsee. Der Eintritt ist nicht ganz günstig, aber lohnenswert. Hier fehlt es einem an nichts.
Von den Bücherboxen der Pestalozzi-Bibliothek kann man sich sogar Lesematerial ausleihen. Hier steht auch der weltweit erste Automat für Stand-Up-Paddling-Bretter. Ein weiteres Beispiel für Schweizer Innovationskraft. Mehr von solchen kuriosen Automaten erzähle ich in der ersten Folge von Das gibt's nur in der Schweiz. Das Video blende ich euch oben rechts mit der Infobox ein und verlinke es am Ende des Videos. Strandbad Thun. Bei den Einheimischen liebevoll Stremo genannt. Warum und was das genau heißt, weiß ich leider nicht. Wenn es jemand von euch wissen sollte, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Das Strandbad bietet neben einem schönen Sandstrand auch eine atemberaubende Sicht auf die Schweizer Alpen. Wer nicht im See baden möchte, findet vor Ort auch ein Olympiabecken und ein Becken mit 10 Meter Sprungturm. Für die weitere Unterhaltung sorgen eine Wasserrutschbahn, Sportangebote und ein Restaurant. Badi Steckborn. Zwischen dem Feldbach und dem Schloss Klarisek liegt in einer Bucht das Strandbad Steckborn. Ein kleiner, aber feiner Sandstrand lädt hier zu gemütlichen Stunden am Bodensee ein. Klares und sauberes Wasser sorgt für reichlich Badespaß. Hier finden sich genügend Schattenplätze und eine gute Infrastruktur. Schön, dass der Eintritt für solch eine schöne Badi gratis ist. Gessi Strand. Der Badestrand Gessi befindet sich am Walensee etwas außerhalb des Dorfkerns von Wesen, im Glarnerland. Der großzügige Badestrand ist öffentlich zugänglich und umgeben von einem geschützten Wald. Durch die sehr idyllische Lage an einem Waldrand kann man hier sehr gut entspannen. Strandbad Untersee. Nicht sehr groß, aber hoch über dem Meeresspiegel. Der Sandstrand der Bergbadi befindet sich am Untersee in Arosa, auf 1800 Metern über dem Meer. Kleine Skurrilität am Rande: Bis in die 20er Jahre durften im Untersee nur Männer baden und Frauen mussten auf den kälteren Obersee ausweichen. Die Zeiten sind aber glücklicherweise vorbei und heute dürfen alle gleichermaßen das Badetuch auf dem Sand ausrollen und den wärmeren See mit seinem Bergpanorama genießen. Lido Ascona. Hier findet sich mit 600 Metern einer der längsten Sandstrände der Schweiz. Der Lido in Ascona liegt mitten im Grün am Ufer des Lago Maggiore und wurde in den 60er Jahren erbaut. Eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur und ein riesiges Unterhaltungsangebot runden den Strandbesuch ab. Für manche zählt er zu den schönsten Lidos der Schweiz. Lido di Lugano. Der Lido von Lugano hat sich den Charme der 20er Jahre bis heute bewahren können. Das Herzstück ist der sehr feine und große Sandstrand, der bis heute gut gepflegt wird. Zum Lido gehören auch mehrere beheizte Schwimmbecken, darunter auch ein olympisches. Das Sprungbecken bietet Sprungbretter von bis zu 10 Metern Höhe. Die Infrastruktur ist hier ebenfalls sehr gut ausgebaut und das Unterhaltungsangebot lässt keine Wünsche offen. Und nun seid ihr dran. Was sind eure Favoriten? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, so könnt ihr mich mit einem Like und Abo unterstützen. Fleißig teilen natürlich nicht vergessen. Ciao zusammen, bis zu meinem nächsten Video. Euer Mike.